Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute backen wir etwas Besonderes. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, wir backen heute einen Apfelkuchen, dann werdet ihr sofort abschalten oder wegklicken. Aber das ist ein besonderer Apfelkuchen. Den hat meine Mutter früher, wo wir noch klein waren, gemacht. Ich habe das noch so in Erinnerung. Habe sie letztens angerufen, ob sie mir jetzt das Rezept nochmal geben kann. Jetzt habe ich das Rezept, ist ein bisschen anders als was man normalerweise kennt mit den ganzen Apfelkuchen und so, mit dem Teig. Wie das alles geht und was da alles reinkommt, erfahrt ihr, wenn euch das natürlich interessiert. Genau, nach dem Intro. Bis gleich. Unsere klassische Ansicht, was wir so alles brauchen, kommt immer auf die Größe von den Äpfeln an. 4 bis 5 Äpfelsorte ist eigentlich egal. Dann haben wir Vanillenzucker, dann haben wir Backpulver, dann haben wir weißen Naturjoghurt, Öl. Hinten haben wir noch Grieß, dann haben wir Zucker, 4 Eier und Mehl und ein Glas. Ich mache das mit diesem Glas, damit ihr auch seht, wie viel Gramm das ist. Bei uns in Türkei wird alles mit Gläsern gemacht. Das ist ungefähr 300 Milliliter Wasser. Ich mache das, wie gesagt, alles hier mit diesem Glas. Wenn ihr ein bisschen kleines Glas habt, könnt ihr natürlich auch machen. Kommt immer drauf an, was für ein Backblech ihr habt. Das müsste eigentlich reichen. So, genug geredet und auf geht's. Es geht los, Leute. Wir fangen dann mal langsam an. Wir machen erstmal die Eier hier rein. 4 Stück hatten wir ja gesagt. Die Schale muss dann natürlich nicht rein. So. Nachdem wir die Eier schon da drin haben, kommt jetzt unser Zucker ins Spiel. Wir hatten ja gesagt, alles immer ein Glas. Ich zeige euch das auch direkt hier. Den hatte ich mal als Reserve. Der ist jetzt leer. So einen ganzen, das sind 300 Gramm Zucker mit da rein. Normalerweise eine richtige Hausfrau hat ja hier so einen Mixer dabei und dann macht er das jetzt. Aber die Dinger sind weg. Ich finde die nicht. Entweder hat meine Tochter die weggeräumt oder weggemacht, keine Ahnung. Deswegen, wenn ihr einen Mixer habt, ist natürlich von Vorteil, richtig mixen. Ansonsten Handmaschine. Ne? Der wird jetzt hier erstmal so richtig hier eingerührt. Das geht ratzfatz. Dauert zwar ein bisschen, aber so, dass er sich richtig löst und eine gute Konsistenz ergibt. Dauert vielleicht ein bisschen länger als mit der Maschine, aber so müsst ihr euch das vorstellen, dass das sich so schön verteilt. So kann man auch machen, gibt verschiedene Techniken. Auf jeden Fall, wir kommen zu unserem Teig. So, nachdem wir das gemacht haben, wir machen peu à peu, nehmen wir mal Öl. Halben Glas, nicht einen ganzen, halben Glas Öl. Ich glaube, ich muss gleich noch einen anderen Öl nehmen, ein anderes Glas nehmen. Öl sage ich schon, weil sonst klebt mir das alles zu sehr. So, das auch erstmal, immer wenn ihr was reingetan habt, immer sofort erstmal rühren. Bin mal gespannt, ob das überhaupt was wird hier. Das habe ich übrigens noch nicht alleine gemacht. Wie gesagt, ein ganz eigenartiges Rezept, aber meine Mutter, die macht das so. Dann haben wir hier ja Naturjoghurt gehabt. Ich denke mal, man kann auch Milch nehmen. Wenn man das jetzt gut, hier sind 500 Gramm. Und wenn man, ich will das jetzt nicht hier rein tun, circa Pi mal Auge, tun wir einfach mal alles rein. Ne, hier ist noch was drin. Das ist eben halt, wo ich am Anfang gesagt habe, eine andere Art von Apfelkuchen. So, der wird dann hier auch eingerührt.
Jawohl. Guck mal, wie schön cremig das jetzt geworden ist. So, dann haben wir hier ja noch Vanillenzucker gehabt. Hier nehmen wir auch die ganze Tüte. Das bringt dann nochmal extra Geschmack. Dann haben wir ja Backpulver gehabt. Hier nehmen wir natürlich nicht alles. Die Hälfte. So, Pi mal Auge. Auch wieder rühren. Und das könnt ihr dann natürlich alles mit der Maschine auch machen. So, vorletzte Zutat, Grieß. Ja, ich tue mal halben Glas Grieß mit hier rein. Jetzt nochmal hier rühren. Jetzt müsste das ein bisschen schon wie ein Teig werden. Gleich kommt ja ganz zum Schluss, damit das alles sich schön bindet, ja, unser Mehl noch ins Spiel. Ja, eine schöne, cremige. So, jetzt kommt unser Mehl ins Spiel. So, hier habe ich auch richtig wieder alles versorgt. Kriege ich bestimmt wieder Ärger von der Tochter. So, hier auch ein Glas voll. So, jetzt müsste das so langsam, denke ich mal, gleich ein bisschen fester werden. Ja. Bevor wir das vergessen, ich hatte hier noch so Aromen. Kennt ihr bestimmt. Ne, das ist jetzt mal Zitronengeschmack. Einfach mal hier rein. Das gibt es ja in verschiedenen Varianten, als Vanille, als Bitter, als Mandel. Und ich habe mich jetzt mal für Zitrone entschieden. Ich weiß gar nicht, was meine Mutter mir gesagt hat, aber ich habe die gerade mal zur Hand gehabt hier. So, jetzt nochmal alles richtig hier verrühren. Das sieht schon wie ein richtiger Teig aus. Es sieht nicht nur so aus, es ist einer. Oh, ich komme auf Ideen, Leute. Ja, aber wie ihr sehen könnt, guckt mal diese Konsistenz. Ne? So, ich denke mal, wenn ihr einen Mixer habt, dann wird das alles noch besser sein. Ihr könnt jetzt mal so ein bisschen naschen, einfach mal hier mit dem Finger mal probieren. Oh Leute, man schmeckt das wirklich hier, diese Zitronen daraus. Ist jetzt schon lecker. So, nachdem wir das hier so hingetan haben, jetzt machen wir die Äpfel fertig. Und dann geht es auch schon direkt, ja, und dann sind wir fertig. Ich räume mal schnell hier auf und ihr bleibt dran. Wie ihr sehen könnt, war ich schon fleißig, habe hier schon ein paar Äpfel. Also ich habe erstmal die Schale weggeschnitten. Ich zeige euch das, was ich das jetzt hier so gemacht habe. Einmal so in 4 Hälften. Dann kommt ja hier dieses harte Kern, sage ich mal, hier vorne so weg. Ne? Und je nachdem, wie wir das gleich brauchen, kann man die dann noch zurechtschneiden. Ja, die werden dann hier einfach hier so weggetan. Das ist natürlich auch nicht gut hier, das hier kann auch weg. So, dann später können wir die dann entweder so kleine Stücke, so, oder je nachdem, wie wir gleich brauchen. Ja, aber ihr werdet das live miterleben. So, ich bereite hier alles vor, dann geht's weiter. Es geht weiter. Hier habe ich mir mal meine Küchenhelfer geholt. Hier tun wir jetzt mal so ein bisschen Öl. Pi mal Auge. Pinsel.
der Boden und ganz wichtig, hier der Rand. Ja, der wird hier so richtig hier eingefettet, damit der da nicht klebt. Ihr könnt eine x-beliebige Form nehmen. Ich habe jetzt hier unsere türkische Tespih, keine Ahnung wie das heißt, mal zur Hilfe genommen. Ihr könnt natürlich auch einen quadratischen nehmen, ihr könnt eine Springform nehmen, wie ihr wollt. So, das müsste eigentlich gut sein. So, Küchenhelfer zur Seite. Jetzt kommt unser Teig. Den nochmal, guck mal wie schön der geworden ist. Nochmal bevor ihr das reintut, nochmal umrühren, dass er sich schön verteilt. So, und der kommt jetzt einfach mal, der verteilt sich von alleine einfach mal hier so rein. Jawohl. Jetzt kommt unser anderer Küchenhelfer ins Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das so schön sehen könnt, aber es ist nichts Besonderes. Einfach mal den ganzen Teig hier so aufs Blech. So, jetzt haben wir es. Jetzt kann man das so versuchen, dass das einigermaßen so gerade ist. Deswegen habe ich das da von der Mitte her getan. Wenn die Fläche eben ist, müsste der das jetzt eigentlich überall gleichmäßig so verteilt sein. Nicht, dass irgendwo in der Mitte zu dick ist oder so. Deswegen nehme ich mal hier von der Mitte so ein bisschen noch so zur Seite. Ja, sieht aber gut aus. Ich will jetzt auch nicht rumspielen da drin. Ich hoffe, der geht noch ein bisschen höher. Das werden wir sehen. Jetzt kommt es aufs Belegen an. Ihr müsst wissen, wie ihr die schneiden wollt. Also meine Mutter hat die früher immer so in Pizzastücke, sag ich mal, so gemacht. Wenn ihr die wenn ihr ein Backblech habt, was viereckig ist, dann habt ihr so viereckige Stücke. Aber ich benutze die immer, ich mache mal solche Sachen. Wie hat meine Mutter das gemacht damals? Ihr könnt die entweder so komplett hier jetzt so reinfügen, also für jeden einen so ein Teil, wie ihr sehen könnt. Das wäre sozusagen ein Stück. Gehen wir mal zum nächsten rüber. Und hier machen wir auch das gleiche. Zack, einfach mal randrücken. Nachher beim Schneiden habt ihr sozusagen jetzt zwei Stücke. Ne, und das jeder hat dann so zwei Äpfel. Wenn gleich noch was übrig bleibt, kann man hier in der Mitte dann auch nochmal belegen. Kommt immer drauf an, was für Stücke ihr habt. Die Äpfel, die waren ja unterschiedlich groß, habt ihr ja gesehen. Soll kein Kunstwerk werden, aber es gibt bestimmt auch andere Alternativen, wie man die belegt. Aber ich habe jetzt mal so eine Variante genommen. Eine andere Art Apfelkuchen. Ein Mehmet Oe Apfelkuchen. Ich komme immer auf neue Ideen, Leute. Aber ich finde gut, dass ein paar Stammzuschauer da sind, die auch schön kommentieren und liken, die das aber auch selber zu Hause nachkochen oder nachbacken, jetzt in unserem Fall. So, jetzt haben wir sozusagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 so Stücke, wenn wir die nachher schneiden. In der Mitte ist jetzt ja frei. Da könnt ihr jetzt hier diese kleinen Stücke, was ich so gemacht hatte, nehmen wir noch ein Stück. Und hier schneiden wir uns noch was zurecht. Ah, das ist noch ein geschnittenes. So, gleich noch ein bisschen überall andrücken, dass der auch richtig tief mitbacken. Normalerweise, wenn der Teig jetzt ein bisschen höher geht, dann geht er auch ein bisschen höher und die bleiben dann da drin. Dann ist das wie verdeckt. Und fertig. Vorgeheizte Backofen,
180 bis 200 Grad, aber 180 ist okay. Dann können wir die jetzt mal backen lassen. Ein kleines Update, Leute. Wie ihr sehen könnt, der ist jetzt so 15 Minuten drin. Wird auch schon höher. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt warten wir noch, bis es braun wird. Und nachher noch mal eine Probe mit einem Zahnstocher. Das kennt ihr ja. Und dann ist es fertig. So, Leute. Jetzt haben wir circa eine halbe Stunde vorbei. Jetzt können wir noch einmal ein Update machen hier. Ja, sieht doch schon richtig gut aus. Jetzt habe ich hier so einen bisschen längeren, damit ich mich nicht verbrenne. Pieksen wir mal hier so in die Mitte irgendwo rein. Ihr wisst ja, wenn der Teig dran ist, dann ist es noch nicht fertig. Und wie sieht's aus? Ja, sieht gut aus. Bisschen ist noch. Warten wir mal noch 2-3 Minuten und dann ist es, glaube ich, fertig. Wie ihr sehen könnt, ist alles schon fertig. Hier habe ich schon angefangen zu schneiden. Dann könnt ihr hier, so wie ich das hier gemacht habe, wenn es abgekühlt ist, hier so einfach so Stücke. Es ist schwer mit einer Hand filmen, mit einer Hand schneiden. Ich drehe das mal, ist noch heiß. So, noch einmal. Setzt ihr hier an. Und so richtig bis hier oben hin auch den Rand hier so durchziehen. Und das macht ihr mit allem. Dann habt ihr immer so, wie ich gerade schon erzählt hatte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stücke. Habt ihr dann, das probieren wir natürlich gleich mit einer Tasse Kaffee am Tisch aus. Bis gleich. Herzlich willkommen am Tisch, Leute. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Natürlich hier aus unserem Chefkoch höchstpersönlich Tasse mit unserem Kanallogo. Könnt ihr übrigens auch kaufen, wenn ihr wollt, in meinem Online-Shop. So, ihr könnt das jetzt nach Bedarf entweder so essen, Früchte drauf, Sahne drauf. Ne? Ich habe mal hier noch Kaimak gehabt. Das ist sowas ähnliches wie Sahne, Creme, boah, wie hieß das? Al Capone, nicht Al Capone, Mascarpone, so. Al Capone, das ist so ein Schauspieler. Ich versuche es mal hiermit, habe ich noch übrig gehabt von letztes Mal. Kann man immer noch essen, denke ich mal. So, dann probieren wir mal so ein Stück Apfelkuchen. Ist auch nichts angeklebt oder so. Wie ihr sehen könnt, richtig schön fuffig hier, alles auch schön weich. So wie ein Apfelkuchen sein muss. Ich nehme mal so ein Stück Apfel und ein bisschen Creme da drauf. Also nicht zu süß. Das war schon richtig. Also diese Mischung mit den Gläsern optimal. Passt immer. Hier noch ein bisschen Creme dabei. Ja. Wenn ihr nicht unbedingt hier mit Messer und Gabel esst, ihr könnt ihr natürlich auch direkt hier so auf der Hand, da fällt nichts runter oder so, unten drunter. Auch alles schön. Mit Kaffee. Einfach mal so einen Apfelkuchen auf Mehmet Oe Art oder keine Ahnung, wie wir das nennen. Ich weiß nicht, ob es diese Variante auch schon mal gegeben hat mit Joghurt, Grieß und Öl. Aber es schmeckt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch nicht gelangweilt. War diesmal, glaube ich, nicht allzu lange. Und nächstes Mal, da mache ich auch wieder was Leckeres, irgendeinen Auflauf oder so. Mal schauen, mir fällt auf jeden Fall immer wieder was Neues ein. Wenn ihr gute Rezepte habt, alles was ohne Schweinefleisch und so ist natürlich, könnt ihr mir gerne hier unten drunter schreiben. Dann versuche ich die auch mal so zu backen. Muss ja nicht immer unbedingt alles auf Türkisch sein. Wir können ja auch internationale Gerichte mal so langsam hier auf dem Kanal zusammen kochen. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal oder auf den anderen Kanälen bei Mehmet Oe. Bis dann, Leute. Ciao.